Wir testen Urlaub auf dem Reiterhof. Sehen wir jetzt aus wie echte Reiter? Bei dir auf jeden Fall. Ja. Was soll das denn heißen? Mit Vierbeinern, Und da sagt sie, sie ist kein Pferdemädchen. tollen Ausflügen und einer Challenge, bei der der Verlierer noch eine Bestrafung bekommt. Schon eine fiese Aufgabe, ja. Macht man nicht gerne. Wir treten gegeneinander an in einer Reitstunde, Bin ich intakt? Nee, ne? bei einem Wettrennen Galopp! Sie galoppiert! und in einem finalen Quiz. Ich habe 100 mehr. Bist du bereit, den Bibi und Tina Traum zu leben, ja? Wir zeigen euch, was euch in den Reiterferien erwartet. Hier auf dem Reiterhof gibt es über 30 Pferde und wir dürfen uns schon einmal alleine umsehen. Guck mal. Wir versuchen uns Freunde zu machen, mal sehen, ob das für unsere erste Challenge, die Reitstunde, nachher hilft. Naja, die können hier vorne mit ihrer Nase dran drücken. Ja, haben wir sie verscheucht jetzt. Jetzt haben wir halt auch keinen Apfel mehr. Wir sind erst Vor allem bei für die vom Doppel Paddock. 2. Oh, guck mal, da hinten kommt hier die Kutsche Oh, mit. Da fahren wir gleich auch noch mit. Sehr gut. Und in der Halle wird mir klar, dass unsere Challenge vor allem für mich etwas schwieriger sein könnte. wenn du einen Zirkel reitest zum Beispiel, machst du immer A, B, naja, ich sage jetzt auch falsch, A, F, dann hier in der Mitte ist, weiß ich nicht, C oder so und dann wieder K. Und da versuchst du so auf dem Kreis rumzulaufen. Ja, aber kann man nicht sowieso einfach im Kreis? Aber der ist ja dann unterschiedlich groß. Patricia muss es ja wissen. 4 Jahre selbst geritten und hat 2 Jahre als Reitlehrerin gearbeitet. Hätte ich das mal gewusst, bevor ich sie gefragt habe, ob sie bei der Challenge dabei ist. Weißt du, was Voltigieren ist? Das Turnen auf Pferden. Genau. Da kannst du mal die Übung vortun. Hast du das nicht auch mal gemacht? Ja, ich habe das mal unterrichtet, aber ich kann es selber nicht. Wie kann man denn was unterrichten, was man gar nicht kann? Kinder. Also bei uns war immer die erste Übung zum Beispiel rückwärts. Jetzt hier drauf umdrehen. Ja, und so, dass du dem Pferd nicht wehtust. Ja, sehr gut, aber dabei geht das Pferd halt eigentlich. Natürlich könnt ihr auch auf anderen Höfen Reiterferien machen. Aber es gibt ein Detail, das diesen Hof für uns besonders macht. Hier dürfen wir schon mal in unser Lager für die Nacht gucken, denn wir schlafen auf dem alten Heuboden über den Stuten. Naja. Ich sag mal, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und außergewöhnlich hast du ein Erlebnis. Und hier wurde uns schon gesagt, kommt auch ab und zu mal eine Fledermaus vorbei. Aber tun ja nichts. So, und nee, sie meinte, die tun nichts. Sven guckt ganz kritisch hinter der Kamera, aber uns wurde gesagt, die tun nichts. Der Heuboden ist auch eine tolle Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen. Gleichzeitig mit uns sind auch Kinder aus einer Kita auf dem Hof. Wer aber nicht mit einer Gruppe in einem Raum schlafen will, es gibt auch noch Blockhütten und Bauwegen. Die Kinder durften die Kutschfahrt schon mal testen. Und jetzt sind wir dran. Steffi hat die Zügel hier fest in der Hand und wird uns später auch noch eine Reitstunde geben. Unsere erste Challenge. Ist es schön? Ja, Machen wir wirklich. uns romantisch. Und vor allem sehen wir dann mal ein bisschen was von der Altmark Von der auch. Umgebung, ja. Eine Brille. Meine Sonnenbrille! Nein. Ich muss meine Brille. Kommen Sie. Oh, ich bin unten hängen geblieben. So. Gut. Oh, ja. Alles gut? Mhm. Okay. Wir versuchen uns jetzt besser zu benehmen. Alles gut. Wenn ihr noch Tipps habt, wo man Urlaub auf dem Reiterhof machen kann, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wirklich, das war total schön. Also wenn man mal hier ist, muss man das auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Jetzt wird es ernst. Unsere erste Challenge und auch meine erste Reitstunde. Das sind, wie heißen die? Chaps. Chaps. Für die einfachen Leute sind es Cowboy-Stiefel. Für die Cowgirl-Stiefel. die Leute von der Stadt. Die Ausrüstung könnt ihr euch übrigens vor Ort leihen.
Sehen wir jetzt aus wie echte Reiter? Bei dir auf jeden Fall. Was soll das denn heißen? Das ist Sommerwind. Jade, Sommerwind. Ja, So, wir machen immer erst die Zügel einmal vorne runter. Ja. So, ja. okay. Guck mal, eine Hand hier Ja, und eine Hand nimmst du noch da. ja. Ja? Und du hast dein Pferdchen. Ich bin bereit. Gut, beide. Bin auch bereit. Und dann darfst du einmal vorgehen. Na komm. Steffi gibt uns eine Einführung, vor allem eine Art Crashkurs für mich als Anfängerin. So, jetzt packst du die Zügel einmal rüber. Ja, fast. Ein bisschen das alles Ohr gut, rüber. Alles gut. So, dann darfst du dich draufstellen, mit einer Hand an den Zügel bleiben, genau. Dann die Hand da. Hier oben Ja, hin? aber mit den Zügeln. Ach, mit Zügel? Und dahin. Hier. Dann machst du das linke Bein hier rein Ja. und angeschwingst du den rüber. So. Und dann einfach mit einem Schwung. Rüberschwingen, genau. Jawohl. Super. Du bist ja Profi, du kommst ja so drauf. Ne? Eigentlich brauchen wir gar keinen Hocker bei dir. Na, komm. Machen das manche ohne Hocker? Ja, aber gegenhalten sollte man immer. Also ich steige ohne Hocker aus. Okay. Das sehen wir ja dann morgen noch. So sportlich bin ich denn noch. Tine, bist du bereit, den Bibi und Tina-Traum zu leben, ja? Bereit geboren. Eine kurze Einschätzung vom Team. Sieht es professionell aus? Sehr gut. Gut, dann gehen wir erstmal schön auf der ganzen Bahn. Und dann geht's los. Eine Reitstunde gibt's übrigens ab 20 €. Ich komme die ganze Zeit mit rechts, links Und durcheinander. die ganze Zeit mit rechts, links. Hindernis. Druckzeugen. Jetzt müssen wir versuchen, immer wieder aufzustehen und vor allem im Takt zu bleiben. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Bin ich intakt? Nee, ne? Ist egal. Ja, weiter. Ist zwar nicht im Takt, aber ist egal. Weiter. Ja, jetzt bist du wieder verkehrt. Jetzt. Und jetzt wollen wir mal aussitzen. Sitzen bleiben. Einfach auf dem Po sitzen bleiben. Jawohl. Das ist der bessere Part. Das ist besser, ja. So langsam bezweifle ich, dass es schlau war, genau so eine Challenge anzunehmen. Alles andere. Na, ich hoffe auf das Quiz am Ende, dass ich da Punkte hole. Wissen und schätzen, das kann sie super. Endlich ist die erste Stunde geschafft. Und, aber das Pferd? Was machen wir wieder Festhalten damit? Halten immer. das fest. Natürlich. Genau. Also ich So. muss sagen, ich habe es mir von außen einfacher vorgestellt. Und es sieht einfacher aus, obwohl ich auch nicht bei mir weiß, ob das einfach aussah oder eher gequält. Steffis Urteil und somit auch die Gewinnerin der Challenge erfahren wir erst morgen. Die Nacht war tatsächlich super erholsam. Nur einen warmen Schlafsack solltet ihr nicht vergessen. Und jetzt geht es gleich wieder auf die Pferde. Hoffentlich läuft das besser als gestern. Ja, Okay. Jetzt einfach. Der kommt mit Ja. Schwung. Das ist Jade, ja? Oh, sehr Ja. gut. Der Name Wir hat sind sich ja schon- noch vertraut. Steffi, während du das jetzt da abmachst, kannst du uns mal die Bewertungen von gestern verraten? Also für Fortgeschritten war es schon sehr gut, ja. Und als Anfänger war es super. Also ich würde wirklich sagen, du hast den Punkt verdient. Für Mut, auf jeden Fall. Also das war wirklich top gestern. Sich einfach so auf dem Pferd und dann gleich eine Unterrichtsstunde. Das war natürlich wirklich cool. Ich glaube, Jade und ich haben heute einen guten Tag. Einen sehr guten sogar. Das kann nur besser werden. Und wir laufen einfach. Aber ich sag mal, wir haben gute Chancen im Wettrennen. Ja, Wieder. das stimmt. Da sehe ich unsere Stärken. Obwohl wir sind überraschend. Wir überholen von hinten. Man kann auch nur von hinten überholen, aber Nach diesem Triumph geht's für uns jetzt ins Gelände. Wenn man so Reiten von außen sieht, denkt man oft so, man sitzt ja einfach drauf. Ja, oh, ist das leicht. ja, das ist schon was anderes, ne? Durch die Natur stromern, mal einem Reh begegnen. Ist- Was sind denn so die 3 wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man gut reiten lernen Wenn man möchte? gut reiten lernen möchte. Regelmäßig kommen,
Ja, zuhören, ganz wichtig. In jungen Jahren lernt sich das natürlich einfacher, als wenn man schon älter ist. Ja, Ne? na komm, hier lang. Und dann geht's für uns richtig los. Durch die schöne Natur der Altmark. Und ich habe das Gefühl, Jade und ich sind mittlerweile ein richtig gutes Team. Hier ist der See. Ich sag mal, außer ein paar Turbulenzen haben wir das eigentlich gut hinbekommen. Ich war auch zwischenzeitlich mal vorne und habe die Truppe angeführt, den richtigen Weg zum Ziel hier gewählt. Und wir sind getrabt, aber mir brennt wirklich langsam der Arsch und die Oberschenkel. Das muss ich schon sagen. Jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause zum Verschnaufen. Und ich kann Steffi fragen, wie lange die meisten hier überhaupt Reiterurlaub machen. Also wir haben, wenn wir denn die Sommerferien haben, da sind die Kinder ja von Sonntag bis Samstag hier. Und da sind ja auch Anfänger dabei. Und die lernen wirklich in einer Woche sehr viel. Und reiten dann an dem Samstag, an dem Abschlusstag, reiten die komplett alleine, die meisten, ne, die pfiffig sind. Habt ihr schon mal Urlaub auf dem Reiterhof gemacht? Dann schreibt uns eure schönsten Momente und Erfahrungen in die Kommentare. Es wird Zeit für unsere zweite Challenge, das Wettrennen. Von der Startlinie einmal komplett übers Feld. Und los! Galopp! Ey, sie galoppiert! Wirklich? Ich sag mal, wir haben zwar nicht gewonnen, aber einen Galopp sauber auf die Steffi gekriegt. Ja. Ich gönne dir den Punkt, weil ich hatte ein schönes Erlebnis. Somit steht es 1:1 und eine Challenge ist noch übrig. Wirklich, es war so schön mit der Sonne, durch die Bäume da, die ganze Natur. Das war ein richtiger Traum. Also, ich bin ja eigentlich kein Pferdemädchen, aber das war schon wirklich sehr schön. Ja, alleine für die Natur lohnt sich schon hierher zu kommen. Das ist wirklich ein echtes Highlight. Also ich muss sagen, mir tut schon jetzt, also ich glaube, ich kriege morgen dolle Muskelkater. Oh. Ja, mir tut auch der Hintern ein bisschen weh. Aber immer das Pferd festhalten haben wir gelernt beim Abspringen, nicht loslassen. Und wir sind nicht die Einzigen, die kaputt sind. Und da sagt sie, sie ist kein Pferdemädchen. Wir genießen noch den Abend, bevor es zur letzten Challenge geht. Dann sei immer Nobel. Wenn sie dir ein Küsschen schenkt, schenkst du ja einen Popel. Wenn sie dir ein Küsschen schenkt, schenkst du ja einen Popel. Popel, ein Popel, ein Popel, lalala. Ein Popel, ein Popel, ein Popel, lalala. In die Bettfalle. So, bei einem Punktestand von 1:1 kommen wir jetzt zu den Redaktionsfragen des MDRs zum Stechen. Die erste Frage für euch: Wo liegt die bisherige Spitzengeschwindigkeit eines Rennpferdes? Ich habe 75. 131. Na, ich hoffe auf das Quiz am Ende, dass ich da Punkte hole. Wissen und schätzen, das kann sie super. 70,76, damit geht der Punkt an Patricia. Patricia. Wie viele Knochen hat ein ausgewachsenes Pferd? 150. Ich habe 100 mehr. Damit hat Tini gewonnen, es sind 205. Du hast Um 5 daneben. Ja. Musashi Pegasus gilt als das teuerste Rennpferd der Geschichte. Bei welchem Betrag lag der Verkaufspreis? Wir sind weit auseinander, sehe ich jetzt schon, wenn ich spicke. 112 Millionen. 257. Ich glaube, Leute geben Damit gerne hat Geld aus. Patricia gewonnen. Es sind 70 Millionen Dollar. Konzentriert euch wieder. Wie alt wurde das am längsten lebende Pferd namens Old Billy? Ich habe 37. 65. 62. Der Punkt geht wieder an Patricia. War das die letzte Frage? Das war die letzte Frage. Oh, das sieht gut für mich aus. Patricia hat verdient gewonnen. Und jetzt zu meiner Bestrafung. Also der Verlierer darf unseren Vorderhof
reinigen und dort aus den Pflastersteinen das ganze Gras herauskratzen. Der Hof hat ungefähr eine Fläche fast 200 Quadratmeter. Also man braucht schon etwas Zeit dafür. Weil Ich wollte morgen noch nach Hause fahren. Und wenn ihr keine Lust habt, mir dabei jetzt 3 Stunden zuzugucken, dann guckt mal hier, weil wir haben auch Urlaub auf dem Bauernhof getestet. Und das war deutlich schöner als die Arbeit jetzt.